Das kann so nicht weitergehen, sind die Worte der neuen Xbox-CEO Asha Sharma, die den sogenannten Xbox-Neustart einleitet. Nachdem die 37-Jährige die Rolle von Phil Spencer am 23. Februar 2026 übernahm, sehen wir nun, was das wirklich bedeutet. 3 Xbox Game Studios, die gerade mal vor 7 bis 8 Jahren aufgekauft wurden, stehen nun kurz vor ihrer Schließung. Compulsion Games, Double Fine und Ninja Theory. Letztere buchstäblich Tage nachdem ihr neuer Titel Senua mit wehenden Fahnen beim Xbox Games Showcase angekündigt wurde. Doch das könnte erst der Anfang sein. Laut den Quellen von Videospieljournalist Jason Schreier kündigt sich in Xbox-Reihen ein weitaus größeres Blutbad an. Und ja, das ist genau der Begriff, der verwendet wurde. Blutbad. Doch was genau kann denn nicht so weitergehen? Was hat Phil Spencer in den letzten Jahren nur angerichtet und wie plant Asha den grünen Flieger wieder auf Kurs zu bringen? Der ganze Prozess, der die aktuelle Situation ins Rollen gebracht hat, beginnt bereits 2013. Die immens erfolgreiche Xbox 360 geht dem Ende ihres Lebenszyklus entgegen und Fans behalten all die darauf gemachten Erfahrungen wärmstens in ihren Herzen. Allen voran die großen Exklusivtitel wie Halo, Gears of War und Forza. Aber auch der Indie-Markt wäre nicht das, was er heute ist, wenn Xbox Live Arcade nicht Spiele wie Braid, Limbo, Super Meat Boy oder Minecraft durch prominente Werbung gepusht hätte. Für so gut wie die gesamte Konsolengeneration schlägt Microsoft endlich Sony und etabliert sich im hart umkämpften Markt. Doch die dritte Runde wird kurz darauf eingeleitet und dieses Mal hat die Xbox verloren, bevor sie überhaupt den Ring betritt. Die Xbox One wird als das vorgestellt, was der PS3 einige Jahre zuvor das Genick gebrochen hat. Keine Spielekonsole, sondern eine All-in-One-Unterhaltungsmaschine. Die Kommunikation rund um das Gerät ist inkonsequent. Manager bei Microsoft widersprechen sich gegenseitig und als bekannt gegeben wird, dass die Xbox One ausschließlich im Bundle mit Kinect erscheint und eine dauerhafte, nicht näher erklärte Internetverbindung voraussetzt, ist der Konsolenkrieg bereits entschieden. Die PlayStation 4 braucht keine Kinect, ist dadurch 100 € günstiger und sie lehnt sich auch nicht gegen den Verkauf von Gebrauchtspielen auf. Ganz im Gegenteil, denn um Xbox den Gnadenstoß zu versetzen, bewerben sie diese Möglichkeit sogar aktiv. Xbox wird in die Ecke gedrängt und verbringt die nächsten Monate nur noch damit zu reagieren. Etwa 2 Monate später macht man einen Rückzieher in Sachen Online-Only. Im Folgejahr ist es dann auch möglich, die Konsole ohne Kinect zum reduzierten Preis zu kaufen. In dieser Zeit katapultiert sich auch Don Mattrick, Präsident von Microsofts Unterhaltungssparte, mit eben solchen Entscheidungen ins Aus. Öffentliche Aussagen, die einen Shitstorm auslösen, sind ein zusätzlicher Grund. Glücklicherweise haben wir ein Produkt für alle, die keinen Internetzugang haben. Es heißt Xbox 360. Auch der Umstand, dass es keinen vollen globalen Launch der Konsole gibt und einige Länder, wie beispielsweise die Niederlande, rund ein Jahr warten lässt, machen die PS4 zum unangefochtenen Sieger des Konsolenkriegs. Um das Schiff wieder auf Kurs zu bekommen, übernimmt Phil Spencer 2014 den Scherbenhaufen. Er ist seit 2003 bei Microsoft, leitet seit 2009 die Microsoft Studios und übernimmt nun die Xbox als Ganzes. Und Phil hat große Pläne, um sie zu retten. Er erkennt, dass die steigenden Kosten in der Industrie die Beständigkeit gefährdet. Jedes Jahr müssen mehr Spiele verkauft werden, um einen Titel zu einem Hit zu machen. Dieses Konstrukt würde sich aber ändern, wenn man sich an anderen Modellen orientieren würde. Microsofts Software-Sparte macht es vor. Locke Benutzer in Abos und sichere dir damit eine konstante Umsatzquelle. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Menschen sind aufgrund der überall aufpoppenden Streamingdienste dafür sensibilisiert und dem Flatrate-Gedanken gegenüber aufgeschlossen. Somit geht am 1. Juni 2017 der Xbox Game Pass an den Start, das Netflix für Videospiele mit enthaltenen Day-One-Veröffentlichungen sämtlicher Xbox Games. Doch um sich mit einem einnehmenden Angebot wie Netflix messen zu können, braucht es Spiele. Viele Spiele aus allen Bereichen, die Abonnenten anlocken. Spencer macht also Geld locker für unzählige Entwickler, die sich bereit erklären sollen, ihre Spiele im Game Pass zu veröffentlichen. Heute sehen viele davon es als Nachteil und Fehlentscheidung an. Fakt ist aber, dass es für viele Studios auch eine immense Hilfe war und sie vor dem Bankrott bewahrte.
Doch all das ist nicht genug und entsprechend geht Spencers Einkaufsbummel weiter. 2014 werden 2,5 Milliarden von Microsofts Dollars in Mojang und Minecraft investiert, was einen großen Schub bringt. 2018 und 2019 kauft er Double Fine, Compulsion, Obsidian, inXile, Ninja Theory und Playground Games und 2020 dann noch ZeniMax für 7,5 Milliarden und damit auch die Marken Fallout, The Elder Scrolls und Doom. Wichtiger Teil dieses Deals ist, dass die Firmen ihre Eigenständigkeit behalten. ZeniMax beispielsweise bleibt eine eigenständige Organisation. Studios wie Double Fine oder Obsidian werden zu sogenannten Limited Integration Studios. Sie sollen sich wegen Zahlen keine Sorgen machen. Natürlich erwartet man, die entstehenden Kosten gedeckelt zu bekommen, aber grundsätzlich bekommen sie den Auftrag, produziert tolle Spiele, geht Risiken ein, versucht Awards zu gewinnen. Es ist okay, wenn ein Spiel kein Riesenhit ist. Denn Xbox braucht keine Riesenhits am laufenden Band. Es braucht ein diversifiziertes Portfolio, damit der Game Pass für jedermann interessant wird. Gerade von einem seit 2000 bestehenden Studio wie Double Fine, das nie einen wirklichen Riesenhit gelandet hat, braucht man so einen auch nicht zu erwarten. Ausgefallene kreative Titel hingegen, die das Abo-Modell bereichern und die Vielfalt bewerben, hingegen schon. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass Studios sich nicht mehr auf die Entwicklung von Titeln konzentrieren, die gut genug sind, um millionenfach verkauft zu werden, sondern die den Game Pass breiter aufstellen und genau wie Netflix für jede erdenkliche Stimmung eine geeignete Kachel anbieten. Auch wird beschlossen, die bis hierhin anhaltende Exklusivität zu lockern. Die Xbox One hat es immer noch schwer und man beschließt, ihre Spiele nun auch für den PC zu veröffentlichen, um den Absatz zu steigern. Microsoft vermeidet es inzwischen sogar, die Verkaufszahlen in ihren Berichten zu veröffentlichen. Ein stilles Eingeständnis, denn in der Industrie gilt, dass mit guten Zahlen immer angegeben wird. Ebenso wie man sich durch die Aufhebung der Exklusivität eingestehen muss, dass selbst die First-Party-Titel nicht mehr an ein Halo 2 heranreichen und auch ein Gears of War keine Konsolen mehr verkauft. Um das Hardware-Geschäft letztlich zu retten, setzt man Ende 2020 auf die nächste Generation mit der Xbox Series. Eine leistungsfähigere Konsole und eine preiswertere sollen für jeden eine angemessene Option darstellen. Wie wir aber alle wissen, Software verkauft Hardware und der neuen Xbox fehlt das Zugpferd. Das geplante Halo Infinite muss aus diversen Gründen auf den Herbst 2021 verschoben werden. Die Versuche, Cloud Gaming zu etablieren, floppen und obgleich der Game Pass erfolgreich ist, stagnieren die Abonnements irgendwann. Da spielt es Spencer nur in die Karten, dass die Covid-Pandemie die Branche explodieren lässt und das Geld bei Microsoft für den Bereich noch lockerer sitzt als jemals zuvor. Spencer darf rund 70 Milliarden Dollar in Activision Blizzard investieren. Das sind 28 Minecrafts und noch über 10 Milliarden mehr als Nike wert ist. Kein Wunder, denn mit der Firma kaufen sie natürlich auch Call of Duty, eines der größten Gaming-Franchises überhaupt. Sowie garantierte und anhaltende Geldmaschinen wie Diablo, Overwatch, World of Warcraft und Candy Crush. Der Deal wird genauestens beäugt und man stellt der Akquise gehörige Hürden, sodass es von der Ankündigung bis zum Abschluss satte 18 Monate dauert. Inzwischen ist also Oktober 2023 und einiges hat sich geändert. Die Pandemie ist vorbei und mit ihr auch das rasante Wachstum. Investitionen werden nun wieder genauer unter die Lupe genommen und das Klima der Großzügigkeit schlägt um. Die 69 ausgegebenen Milliarden sind nun plötzlich nicht mehr so gerne gesehen und noch weniger die Kosten, die obendrauf kommen. Anwälte müssen bezahlt werden, ebenso wie die Zehntausenden übernommenen Mitarbeiter und neuen Xbox-Manager, die für sie verantwortlich sind. Man rechnet wohl mit 15.000 bis 20.000 Dollar pro Mitarbeiter und Monat, um Gehalt, Fixkosten und andere Kostenpunkte wie Miete und Zusatzleistungen zu finanzieren. Und Xbox gilt als super Arbeitgeber. Die Bezahlung ist gut und ihr 55-15-Programm ermöglicht einen Ruhestand, wenn man 15 Jahre unternehmenszugehörig ist und das 55. Lebensjahr erreicht. Doch auch andere Dinge ändern sich. Roblox explodiert, womit ein nicht unerheblicher Teil von Softwarekäufern wegfällt und KI boomt. ChatGPT wird zum Kulturphänomen, das auch Microsoft aufhorchen lässt, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Sprich,
Andere Investitionsbereiche werden plötzlich deutlich interessanter und Xbox wird genauer beäugt. Der CEO und CFO von Microsoft üben nun Druck auf ihre Gaming-Sparte aus. Es wird Zeit, Profit zu machen. Sie wollen Rendite für all ihre Investitionen sehen. Um dem Druck standzuhalten, werden 4 Massenkündigungen in den nächsten 2 Jahren angekündigt. Mitte 2025 setzt Microsoft 9000 Mitarbeiter auf die Straße, nachdem es 2023 bereits 10.000 waren. Und Xbox ist davon ebenso betroffen. Um das Geschäft wieder auf Langzeiterfolg auszurichten, werden im September 24 650 Mitarbeiter gehen gelassen. Im Sommer 25 folgen hunderte weitere bei ZeniMax, King, Raven Software und Turn 10, dem Forza-Entwicklern. Das hat auch zur Folge, dass langjährige, teure Projekte eingestellt werden. Rares Fantasy-Adventure Everwild, das bereits im letzten Jahrzehnt angekündigt wurde, wird gestrichen. Ebenso wie das seit 2020 in Entwicklung befindliche Perfect Dark Reboot. Dem Indie-Studio von John und Brenda Romero wird die Finanzierung für eine neue Shooter-IP entzogen. Und Turn 10, nun nur noch mit der Hälfte ihrer Entwickler, stellt Forza Motorsport ein, um sich auf Forza Horizon zu konzentrieren. ZeniMax Online Studios streichen das unangekündigte MMO Blackbird, das ein vielversprechender Titel geworden wäre, um das Destiny-Loch zu stopfen. Zahlreiche Industrieveteranen gehen zusammen mit ihren Spielen, wie Greg Mayles, der seit 35 Jahren bei Rare gearbeitet hatte. Phil Spencer hat dazu zu sagen: Mir ist bewusst, dass diese Veränderungen zu einer Zeit stattfinden, in der wir mehr Spieler, Spiele und Spielstunden verzeichnen als je zuvor. Unsere Plattform, unsere Hardware und unsere Spielroadmap waren noch nie so stark wie heute. Der Erfolg, den wir derzeit erleben, basiert auf schwierigen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Im Juni 2024 schließt Xbox entsprechend auch eine Reihe ihrer Studios, angefangen bei Arcane Austin, die Entwickler von Prey und dem gefloppten Redfall, dem Mobile-Studio AlphaDog Games sowie Roundhouse Games, deren Mitarbeiter in ZeniMax Online Studios integriert werden. Auch Tango Gameworks muss kurz nach ihrem Hit Hi-Fi Rush daran glauben, bis es im August durch PUBG-Publisher Krafton gerettet wird. Speziell wenn man sich Redfall anschaut, ist die Entscheidung einer Schließung vielleicht wenig verwunderlich. Aber die Schuld liegt letztlich auch nicht vollends bei den Studios. Spencers einst so klare Botschaft, sich kreativ zu entfalten und das Portfolio zu diversifizieren, ist plötzlich nicht mehr so klar. Spiele müssen für mehrere Plattformen verfügbar gemacht werden. Neue Ideen werden deutlich seltener genehmigt. Mitarbeiter sind angesichts der Entlassungen und Schließungen verunsichert, was sich auch auf ihre Arbeit auswirkt. Durch die langen Entwicklungszeiten heutzutage fallen die Kurskorrekturen mitten in die Produktionsphase, in denen es dafür eigentlich schon zu spät ist. Die Qualität der Spiele leidet durch das Entscheidungschaos und die Studios werden dafür bestraft, den Befehlen von oben gefolgt zu sein. Xbox als Organisation strahlt in keinster Weise Sicherheit und Struktur aus, da die Kämpfe zwischen den verschiedenen Unternehmenszweigen zusätzlich internen Unmut verursachen. Die Hardware-Sparte fragt sich, wie sie Konsolen ohne Exklusivtitel verkaufen soll. Die Software-Sparte möchte wissen, wie sie Umsatz generieren soll, wenn der Game Pass sie kannibalisiert. Der Game Pass hat hunderte Millionen an Verlust zu verantworten, alleine durch die Day-One-Inkludierung von Call of Duty. Die Gewinn- und Verlustrechnung bezieht zwar auch die Spielzeit im Rahmen des Game Pass ein, mit dem sogenannten Member Weighted Value, also einem Wert, der beziffern soll, wie viel man in einer regulären Veröffentlichung eingenommen hätte, aber diese Rechnung ist ebenso willkürlich wie fragwürdig. Es lässt sich nicht beziffern, wie viele Gamer ein Spiel tatsächlich gekauft hätten, wenn sie es nicht indirekt kostenlos im Game Pass spielen könnten. All das macht die Planung gerade auf mehrjähriger Basis für Xbox Studios problematisch. Doch sie vertrauen Phil Spencer und seiner Fähigkeit, ihnen den Rücken frei zu halten, auch wenn die Entlassungen und Schließungen seine weiße Weste beschmutzt haben. Das Vertrauen nimmt allerdings ein jähes Ende, als er seinen Rücktritt bekannt gibt und das Zepter an Asher Sharma überreicht. Ein Übergang, der gar nicht mal schlecht aufgenommen wird. Sharma geht tatsächlich durch sämtliche Schichten, um sich mit möglichst vielen Leuten über deren Ansichten zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens zu unterhalten. Sie hört aufmerksam zu und tritt zusammen mit Chief Content Officer Matt Booty auf, um zu unterstreichen, wie wichtig ihr die Studios und Spiele als Herz von Xbox sind. Erst vor wenigen Monaten erklärt Booty in einem Interview:
Ich denke, wir haben eines der besten Portfolios da draußen. Ich glaube, dass so gut wie alles Große als etwas Kleines begonnen hat. Wir können diese Orte nicht verlieren, an denen kleine Funken zu etwas Großem werden können. Die kreative Umgebung, die uns wetten und kreative Risiken eingehen lässt, muss Teil von Xbox Kultur bleiben. Unser Studiosystem ist darauf ausgerichtet. Schon früh werden einige Leute unter ihr entlassen, neue eingestellt. Ihre Ankündigung, die Xbox zurückkehren zu lassen, hebt sie unter Fans buchstäblich auf ein Level mit dem Heiland. Sharma weiß genau, wie sie die Nostalgie anspricht, die in vielen Fans der Marke in Erinnerung an eine bessere Zeit schlummert. Doch das ist nur die Vorbereitung auf den folgenden Vernichtungsschlag, der nun ansteht, während Sharma ihren Finger auf dem Reset-Knopf des Unternehmens liegen lässt. Die Mitarbeiterbekanntmachung vom 10. Juni, in der sie ihren Fahrplan für die nächsten 100 Tage vorstellt, lässt viele schlucken. Der jährliche Umsatz sinkt, während die milliardenhohen Investitionen weiterlaufen. Das kann so nicht weitergehen. Essentiell nach ihrem großspurigen, hoffnungsvollen Auftreten zuvor zeigt sie nun, dass sie und die Firma Xbox immer noch nicht die Kernprobleme ihrer Marke verstanden haben. Titel wie South of Midnight, Keeper, Killen oder die Hellblade Games sind nicht profitabel oder zumindest nicht profitabel genug. Der Fokus wird wieder auf die großen eigenen Marken umgestellt, anstelle Nischenprodukte zu unterstützen. Teure Lizenzen wie von Marvel werden reduziert. Das bei Arcane in Entwicklung befindliche Blade-Spiel ist zwar offiziell noch nicht gecancelt, doch die Ruhe um den Titel lässt nichts Gutes befürchten. Schlagzeilen macht Xbox nun damit, dass sie ihre Studios Compulsion, Double Fine und Ninja Theory loswerden möchten. Noch ist keine Schließung offiziell bekannt gegeben, da sich die Parteien noch in Verhandlungen befinden. Doch der Ausgang ist klar. Wenn sich kein anderer Publisher findet oder die Studios das Geld nicht auftreiben können, um sich freizukaufen, müssen sie ihre Tore schließen. So oder so sind Entlassungen vorprogrammiert. Besonders tragisch ist das für Ninja Theory, deren nächster Titel Senua buchstäbliche Tage zuvor im Xbox Showcase groß und vielversprechend angekündigt wird. Die Entscheidung rund um das Studio ist zu diesem Zeitpunkt bereits getroffen. Laut anonymen Quellen ist die Präsentation nicht für Spieler gedacht, sondern primär für mögliche Investoren, die Xbox Ninja Theory gewinnbringend abnehmen können. Gerüchten zufolge ist auch bei ZeniMax/Bethesda jeder raus, der nicht an Fallout oder The Elder Scrolls arbeitet. Das würde sich mit dem Blutbad decken, von dem Jason Schreier gehört hat. Überhaupt scrollen Fans nun mit schwitzigen Händen durch die Liste von Xbox Studios, die es als nächstes treffen könnte. Obsidian vielleicht? Das Studio pumpt zwar kontinuierlich neue Titel raus, kann aber keine überragenden Hits verbuchen. Nach Fallout New Vegas war und ist das kleine Nebenprojekt Grounded ihr einziger wirklicher Moneymaker. Dass sie im teuren Kalifornien ansässig sind, ist sicherlich auch kein Vorteil. Eine Strategie, die fast so alt ist wie Xbox selbst. Thomas Mahler, der Director der Ori Games, meint, dass er vermehrt an Phil Spencer appelliert hatte, Ori zum Mario oder Mickey der Xbox zu machen und damit Kinder und Familien einzubeziehen. Doch schon während der Entwicklung des ersten Spiels bekam Moon Studios zu spüren, dass Xbox eigentlich nur an Halo, Gears und Forza gelegen ist. Auch noch, nachdem der Hype um diese Marken bereits verflogen und die ursprünglichen Entwickler weitergezogen waren. Ori und Moon hätten der Beginn von etwas Neuem sein können, aber die Verantwortlichen waren zu sehr auf die Vergangenheit fokussiert, um das Realität werden zu lassen. Ein weiteres Zitat von Mahler sei ebenfalls erwähnt. Setzt auf die Menschen, nicht nur die Marken. Wir haben deutlich gesehen, was passiert, wenn du all die besten Marken der Welt besitzt, aber dir die richtigen Leute fehlen, um diese Titel umzusetzen. Und doch kündigt Sharma in ihrem umfassenden Leitbild an, M&A gezielt einzusetzen, um das Wachstum dort zu beschleunigen, wo organische Wege zu langsam sind. M&A steht für Mergers and Acquisitions, zu Deutsch Fusionen und Übernahmen. Ob sie die Gewinne aus möglichen Verkäufen von Ninja Theory und Co. also gleich in neue Studios investieren, bleibt abzuwarten. Unwahrscheinlich ist es jedenfalls nicht. Doch alle Schuld bei Asha Sharma abzuladen ist auch nicht korrekt, da sie nur das Werkzeug ihres Bosses ist, Microsoft CEO Satya Nadella. Der ist der Meinung, dass Xbox ihre Spiele nicht ausreichend monetarisiert. YouTube macht mehr Geld mit ihren Titeln als Microsoft selbst. Auch hat man im Code der Xbox-Website bereits die Jetzt kaufen, später bezahlen Funktion entdeckt, die eine Kooperation mit PayPal und Klarna nahelegt.
um die hohen Konsolenpreise hinter stemmbaren monatlichen Finanzierungsraten zu verstecken. Um die Käuferschaft zusätzlich zu unterstützen, möchte Microsoft CSO Matthew Ball mehr Werbung in den Produkten unterbringen, um sie günstiger machen zu können. Was für eine tolle Idee von ihm! Da sind wir scharf drauf. Leon könnte ja beispielsweise nach einem Blick auf seine neue Uhr mit seinem Porsche noch eben bei Mc's anhalten und dabei im Autoradio eine Werbung für Carglass hören. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Nach aktuellem Stand scheint Xbox also auch unter neuer Führung nicht in die Lösung ihrer offensichtlichen Probleme zu investieren. Zum Beispiel, was fangen wir mit all den Marken an, die wir die ganzen Jahre aufgesammelt haben? Oder warum sind Halo und Gears of War nicht mehr so geil, wie sie einst waren? Stattdessen will man nun auch ohne Microsoft schnell zu Geld kommen, das man dann schnell wieder reinvestieren kann, um sich wahrscheinlich die nächsten Probleme ins Boot zu holen. Man könnte sich ja die Frage stellen, warum neben Double Fine und Ninja Theory nicht auch die Halo Studios abgestoßen werden, die Xboxes Zugpferd seit über einem Jahrzehnt quasi durch den Dreck ziehen. Wahrscheinlich, weil sie nicht wirklich daran interessiert sind, Xbox besser zu machen, sondern wie alle anderen Unternehmen nur bis zum nächsten Quartalsbericht lukrativer, was leider nicht dasselbe ist. Asha Sharma hat also recht. Das kann so nicht weitergehen. Aber das Problem ist nicht der Umsatz. Das Problem ist, dass Xbox seit über 10 Jahren glaubt, die Lösung liegt im nächsten Einkauf und den alten Erfolgen. Nicht in den Menschen, die die Spiele machen und nicht in den Spielen, die die Menschen haben wollen. Einige Xbox-Studios sind auch Teil meiner Analyse, warum Videospiele heutzutage so verdammt lange brauchen, bevor sie erscheinen können. Bereits erschienen und nicht mehr wegzudenken sind meine Kanalmitglieder. Retrojäger Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss man was sagen, Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybugs, Venceslas, Lucaria, Master, André, Redrom, P9608, Najia Rab, Walz, BTD, Toastbuster und Louis. Vielen Dank für euren Lord-Support.